Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Herzenstore öffnen Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Bevor wir loslegen, eure Unterstützung mit den Likes und Kommentaren ist wirklich großartig und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr das so fortsetzt. Vielen Dank dafür. Unser heutiges Thema: Lichtkörpersymptome. Hallo Benni. Hallo Ja, Biene. Lichtkörpersymptome. Und ich möchte auch noch mal gern was zu den Kommentaren sagen. Ich finde es sehr schön, weil es für mich natürlich interessant ist, was die Leute schreiben. Also ich lese das total gerne. Ja, Lichtkörpersymptome ist natürlich auch wieder so ein großes Thema. Wo fangen wir dann da am besten an? Also zuallererst mal wie bei dem Podcast der Heilung, dass natürlich im Vorfeld gesagt wird, ist ganz wichtig, alles vom Arzt abklären lassen. Ja? Das ist wichtig. Aber an sich sind Lichtkörpersymptome jetzt gar nicht so schwer zu erklären. Und vielleicht für alle erstmal die gute Nachricht, also Lichtkörpersymptome können niemals zur Krankheit werden. Es sind Symptome. Also sie können sich nicht so manifestieren, dass sie eine Krankheit. Sozusagen ein vorübergehendes Symptom, das nicht sehr lange da ist wahrscheinlich. Meinst du das? Ein Lichtkörpersymptom kann sehr lange da sein, aber im Gegensatz zu einem anderen Symptom manifestiert sich es halt nicht zur Krankheit. Und trotzdem sind die Lichtkörpersymptome, die können überaus lästig sein und beschwerlich und können einen auch in die totale Erschöpfung führen. Also das muss man schon wissen. Also die Lichtkörpersymptome, die muss man wirklich ernst nehmen, aber man braucht halt keine Angst haben. Das finde ich ganz wesentlich, weil es kann nicht wirklich irgendetwas passieren. Kann man denn Lichtkörpersymptome und Krankheiten unterscheiden? Ja, also darum sage ich, man soll zum Arzt gehen, Symptome abklären lassen. Ja, manchmal halt nicht so wirklich. Aber deswegen machen wir ja heute den Podcast. Also ich versuche es ein bisschen mehr, zu erklären. Ich fange mal so an, wie überhaupt Lichtkörpersymptom entsteht. Also jeder Mensch nimmt Energie auf und je nachdem, wie das Zeitgeschehen gerade ist, sind die Bündelungen halt entweder besonders intensiv oder viele Ströme auch energetisch neu. Und dann muss man sich vorstellen, dass wenn Energien überbracht werden, dass sie ja nicht einfach nur, wie man sich das vielleicht manchmal so vorstellen könnte, dass die einfach so sanft über einen ausgeschüttet werden und dann betten sie sich ein. Also so ist es nicht. Also eine Energie braucht eine bestimmte Verwirbelung und einen bestimmten Druck und eine bestimmte Geschwindigkeit, dass sie überbracht werden kann. Und umso mehr die Verbündelung ist, umso größer die Verwirbelung und umso mehr steigert sich die Geschwindigkeit. Und wenn Energien in einer bestimmten Geschwindigkeit zu uns gebracht werden, dann kann man sich vorstellen, dass im Lichtkörper natürlich erstmal was los ist. Ja, das ist was anderes, ob jetzt etwas sanft überbracht wird, was ausgeschüttet wird von einem Blütenkelch, oder ob etwas mit Geschwindigkeit sozusagen Einzug hält. Was natürlich immer etwas Gutes ist. Jede Energie, die überbracht wird, ist etwas Gutes, etwas Hilfreiches und etwas sehr Schönes. Also man kann mega viel partizipieren mit diesen schönen Energien. Nur muss man auch wissen, dass das Überbringen oftmals für den Lichtkörper nicht ganz so einfach ist. Und dann, wenn die Energien, die Bündelungen überbracht werden, dann zirkulieren sie erstmal im Lichtkörper, bis sie sich sozusagen von dieser Geschwindigkeit wieder etwas beruhigt haben. Und dann werden sie eingebettet. Und der Überschuss, der wird sozusagen normalerweise, wenn alles gut läuft, also wenn der Lichtkörper richtig ausgerichtet ist und ausgeglichen ist, wird die überschüssige Energie abgeleitet und wird zum Erdenbewusstsein getragen. Aber manchmal ist es halt einfach so, dass in dem Augenblick auch etwas blockiert oder die vollkommene Ableitung nicht wirklich möglich ist. Dann hat man einfach ein bisschen zu viel Energie.
Und das ist jetzt zum Beispiel schon, da könnte sich schon ein Lichtkörpersymptom bilden. Aber auch da ist es so, dass dann in einer gewissen Zeit diese überschüssige Energie immer abgeleitet wird. Also das ist nichts, was im Lichtkörper bleibt. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Und alle Aspekte, die Energie aufgenommen haben und versorgt worden sind, dehnen sich auch erstmal massiv aus. Und müssen sie ja. Also wenn sie Energie zugeführt kriegen, dehnen sie sich aus. Und auch das kann Lichtkörpersymptome hervorrufen, bis sich das Ganze wieder etwas beruhigt und in einen Rhythmus zirkuliert, der für uns angenehm ist. Und wenn jetzt zum Beispiel das neonische Licht, das kommt mit einer, ich möchte jetzt nicht sagen extremen Geschwindigkeit, aber ja, schon, schon manchmal. Und das ist ganz wichtig für uns und unseren Planeten, das neonische Licht. Das ist auch etwas sehr Neues, ne? Das ist was sehr Neues. Ja, natürlich, das neonische Licht an sich ist etwas Neues, aber das neonische Licht alleine würde ja gar nicht übertragen. Das geht gar nicht. Das muss sich bündeln mit anderen Energien. Und da sind immer ganz viele Energien dabei. Und jeder Mensch auf dem Planeten wird überschüttet von diesem neonischen Licht, bewusst oder unbewusst. Genau. Also das ist jetzt nicht so, dass nur wir diese Bündelungen an Energien bekommen, sondern alle Menschen. Und wir können noch wirklich richtig dankbar sein, weil bei uns ja schon so viel ausgedehnt ist. Und also wenn man davon ausgeht, und es ist ja die Wahrheit, dass die Aspekte leben und intelligent sind, also Energie ist intelligent, dann kann man sagen in menschlichen Worten, also unsere Aspekte wissen schon, wie sie damit umgehen. Aber andere Lichtkörper, also andere Menschen, die sich nicht so bewusst sind, wissen das halt nicht. Obwohl, hoffentlich unterbreche ich dich gerade nicht, nein. Man ja eigentlich schon so wahrnehmen kann, dass die spirituellen Menschen mehr Lichtkörpersymptome haben als die Menschen, also könnte man von ausgehen, als die Menschen, die nicht so spirituell sind. Das glaube ich jetzt nicht. Also ich weiß, das könnte man meinen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, oder ich weiß es eigentlich, dass die spirituellen Menschen sensitiver sind. Also die sind halt besser im Fühlen. Und wenn man etwas gut kann, dann gibt es ja auch immer eine andere Seite. Also wenn jetzt ein Mensch sehr sensitiv ist, dann ist es ja etwas Positives, etwas Gutes, etwas, was spirituell sehr Wertvolles. Aber natürlich fühlt ein sensitiver Mensch auch die Energien ganz anders als ein Mensch, der nicht sensitiv ist oder der die Aufmerksamkeit da nicht drauf lenkt. Aber man könnte dann schon sagen, dass das Symptom am Ende dann doch stärker ist, weil man es ja fühlt. Nee, ich glaube es jetzt nicht. Also ich muss da einfach widersprechen, weil vielleicht ist es auch einfach so, dass die Menschen nicht drüber sprechen. Dass man das einfach, also spirituelle Menschen tauschen sich ja aus. Also die wissen um Lichtkörpersymptome und tauschen sich aus. Musst du dir mal vorstellen, ein normaler Mensch weiß das ja gar nicht. Also da geht's dann eher drum, ich bin so müde oder ich bin heute so fertig und ich fühle mich so komisch, ich habe Rückenschmerzen, irgendwie Kopfschmerzen, kann ich wirklich schlafen? Das hörst du doch überall. Nur können es die Menschen nicht einordnen. Also ich glaube, dass jeder Mensch betroffen ist. Nur uns ist es bewusst und deshalb vielleicht auch für uns schlimmer als wie für jemand, der es nicht weiß. Also schlimmer auf deine Frage jetzt. Ja, ja? Also nicht wirklich schlimmer, sondern gefühlt manchmal. Ja, also schlimm ist es ja überhaupt nicht, weil dadurch erneuern sich ja unsere Zellen. Also das schützt eher vor Krankheit. Mhm. Und es ist ein tiefer Erneuerungsprozess, der mit diesen ganzen neuen Energien, die jetzt so runterkommen, einhergeht. Und auch wenn es unangenehm ist, schützt es uns und bringt es uns sehr viel schneller und intensiver in das, was wir glauben, was wir wollen oder was wir wissen, dass wir ein längeres Leben haben, dass wir gesünder
sind, also dass der Körper sich ausrichtet, die Zellen auf Gesundheit, auf Verjüngung, das alles ist ja da mit innewohnend, auch wenn es unangenehm ist. Nenn doch mal so typische Lichtkörpersymptome, die du oft im Lichtkörper siehst. Also die emotionalen Lichtkörpersymptome sind Erschöpfung und Müdigkeit. Das ist jetzt vom emotionalen her, vom körperlichen ist es sehr oft das Gefühl, ungeerdet zu sein, also so sich neben sich stehend, so ein bisschen wie in Watte gepackt. Gleichgewichtsstörungen, Kopfschmerzen, Entzündungen, also Entzündungen, die jetzt nicht in Krankheit übergehen, Rückenschmerzen, besonders im Schulterbereich. Nimm mal dieses eine Beispiel mal kurz raus, bevor du dann weitermachst, um mal zu sehen, was das genau bedeutet. Du sagst Schulterschmerzen, Verspannungen wahrscheinlich. Wie hängt das jetzt mit Lichtkörpersymptomen zusammen? Es ist nicht die Verspannung, also das würde man jetzt, also Verspannung wäre ein körperlicher Schmerz, das wäre ein körperliches Symptom. Das Lichtkörpersymptom bei Schultern ist ein anderes. Also dazu muss man wissen, wie Energien funktionieren, die überbracht werden. Die lösen ja auch sehr viel. Also die lösen sehr viel auf in uns. Deswegen ist es ja hilfreich und gut, dass diese Energien überbracht werden. Und das passiert ja immer an der Oberfläche erstmal der Seele, dass sich etwas transformiert. Also wenn Energie transformiert, dann ist es also bei der Schulter, ich trage zu viel Last auf der Schulter. Und diese Last wird praktisch transformiert und wird zum Lichtkörpersymptom, indem du dann eben diese energetische Verspannung merkst oder den energetischen Schmerz. Verstehst du das? Ja, im Prinzip schon. Man könnte es halt auch in eine andere Richtung bringen jetzt so, weil es ja auch Traumata-Auflösung ist im Körper im Prinzip. Könnte man sagen, also wie man das dann letztendlich benennt. Ich sehe es halt im Lichtkörper, also ich kann wirklich erkennen, tatsächlich, also ist es jetzt ein körperliches Symptom oder ist es ein Lichtkörpersymptom? Wenn es ein Lichtkörpersymptom ist, was jetzt auf der körperlichen Ebene auch wirkt, also bei der Schulter oder beim Kopf oder wie auch immer, Kopfschmerzen oder Augenschmerzen, dann sehe ich die Transformation. Ja, Augenschmerzen auch, ja. Dann sehe ich die Transformation. Also dann weiß ich, dass es am Auflösen ist. Und manchmal ist es aber so, und deswegen möchte ich so gern auch über Lichtkörpersymptome sprechen, weil wenn man vor lauter körperlichen Anstrengungen bei Lichtkörpersymptomen sich den Energien verwehrt, also indem man zum Beispiel sagt, man kann ja Energien sagen, also sie soll nicht in dieser Geschwindigkeit oder in dieser Fülle in Lichtkörper gebracht werden, dann stoppt dieser Prozess der Auflösung und dann wirst du nicht 4 Wochen, jetzt bleiben wir nochmal bei den Schulterschmerzen, sondern dann hast du es vielleicht ein halbes Jahr. Also deswegen ist es immer gut, die Lichtkörpersymptome so praktisch da durchzugehen und das dann aufzulösen. Genau, also nicht nach oben zur geistigen Welt sagen, genau, Stopp, sondern lass es passieren. Ja. Und vielleicht noch tiefer. Und derzeit ist es halt wirklich, da kann ich es schon verstehen, dass die Menschen dann oft sagen, also darum bitten, dass das nicht so intensiv ist, weil es ist momentan sehr, sehr intensiv. Gestern. Was war denn gestern? Gestern war die mystische Energie und das waren solche Verwirbelungen. Also Verwirbelungen bedeutet ja immer die Art der Geschwindigkeit. Also ich kann das, wenn ich jetzt die Tagesenergie mache und mich verbinde, dann sehe ich diese Verwirbelungen. Und wenn diese Verwirbelungen besonders intensiv sind, dann weiß ich auch, dass die Geschwindigkeit, mit der die Energie überbracht wird, ganz, ganz intensiv ist. Und gestern war es halt eine mystische Energie. Also eine mystische Energie kann auch sehr viele Lichtkörpersymptome auslösen. Ja. Aber es ist halt gut. Es ist schwer zu verstehen, dass etwas, was unangenehm ist, gut ist, aber es gibt halt solche Sachen. Also wenn du jetzt auf menschlicher Ebene, auf der körperlichen Ebene das vergleichst mit vielleicht Physiotherapie oder so, dann ist es vielleicht auch erstmal unangenehm, aber letztendlich hilft's dir. Und bei der Energie ist es halt genauso. Also noch viel intensiver. Und wir wollen uns ja alle ausrichten auf das, was kommt oder ist.
es ist ja schon ein Ist-Zustand eigentlich. Ich habe dich unterbrochen bei der Aufzählung von den Lichtkörpersymptomen. Ja, das waren jetzt schon mal so die häufigsten Lichtkörpersymptome. Also was mir eher noch wichtig ist, dass manche Menschen, also ich hab's, weiß gar nicht, also ich glaube, wo ich die Salavana-Nächte gearbeitet habe oder irgendwas, habe ich mal gelesen auf Facebook, dass jemand geschrieben hat, ja, er war total krank. Genau, mit der Übelkeit und mit der Übelkeit und Übergeben und so. Das kann nicht durch ein Lichtkörpersymptom kommen. Also so weit geht ein Lichtkörpersymptom nicht. Also ein Lichtkörpersymptom erkennt man sehr gut dran, dass es oftmals tagelang einfach so unangenehm ist. Also aber dass sich nichts verändert. Also es ist irgendwie schwer zu erklären, gell? Ja, eigentlich schon ein bisschen schwer, weil ich meine, Energien könnten, ein heftiger Transformationsprozess könnte schon so etwas auslösen wie Übelkeit. Ja, aber das ist eher ganz selten, Benny. Also klar, es gibt immer diese eine Ausnahme, wo man sagt, ja, ein heftiger Transformationsprozess könnte auch eine Ohnmacht auslösen. Also ich erzähle es jetzt einfach mal, ich glaube, da warst du sogar dabei, wo ich noch öffentliche Channelings gegeben habe in der Gruppe. Da kam ein Mann, der noch nie da war, und ich gebe das Channeling und der ist ohnmächtig geworden. Und einfach, ganz einfach, weil er diese Energie noch nicht kannte und die so heftig war, weil ja immer dieser Schnitt der Gruppe genommen wird, wie praktisch Energie übertragen wird. Ja. Das macht ja auch die Festivals so wertvoll, weil da immer der höchste Schnitt genommen wird und dann natürlich die Geschwindigkeit eine andere sein kann und die Energie ganz anders übertragen werden kann, als wie jetzt, wenn ich ein Einzelchanneling geben würde. Ja. Und klar kann das passieren. Es kann auch mal passieren, dass jemand ohnmächtig wird, aber das ist eher unwahrscheinlich. Und das finde ich auch angstmachend und das möchte ich nicht. Also mir ist wichtig, dass die Menschen wissen, es kann nichts passieren, auch wenn es unangenehm ist, und dass es keine Folgen hat. Also Folgen, negative Folgen, ja, im Sinne von Krankheit. Ja, ist ja auch schön, dass du das erzählst, Mann. Mir hast du das vor vielen Jahren erzählt. Das beruhigt natürlich ungemein in gewissen Situationen. Ne? Also Tinnitus könnte zum Beispiel auch noch, sehe ich auch oft im Lichtkörper, ob der körperlich oder energetisch ist. Ob es ein Lichtkörpersymptom ist oder ein körperliches Symptom. Also, mein Gut, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich sehe, gell? Das haben die Menschen ja oft nicht. Also unsere Menschen spüren ja so gut. Und ich glaube schon, dass man spürt, ob es ein Lichtkörpersymptom ist oder ob es ein körperliches, wirkliches Symptom ist, was in die Krankheit führen kann. Kann dann ein Lichtkörpersymptom über ein Jahr bestehen oder 2 Jahre bestehen? Ja. Oder ist es dann etwas anderes? Nee. Also, wenn sich was transformiert, heißt es ja nicht, dass es mit dieser Transformation sich auflöst. Also, das ist wie bei den Gelöbnissen. Ja, also das wäre schön, wenn das so wäre. Man macht etwas, man löst etwas auf oder man transformiert etwas und dann ist es weg. Also da muss man sich eher vorstellen, das ist so, als wenn du etwas anschubst und dann kommt es in Gange und je nachdem, wo die Transformation sich oder wie die Transformation, wie tief das darunter ist, umso länger dauert die Transformation. Also das kann man zeitlich kaum bestimmen, aber es ist natürlich ein Irrglaube, dass man sagt, es wird etwas transformiert und dann ist es weg. Das ist in den seltensten Fällen so. Das kann jetzt mal, also möchte jetzt keine Werbung machen, aber das muss ich einfach sagen, das kann jetzt beim Festival passieren, wo eben so ein großes Kollektiv ist, weil eben die Geschwindigkeit von den Energien, die überbracht werden, so groß ist, dass das tatsächlich das auslösen kann, dass etwas wirklich weggeht. Aber in der Regel dauert es schon länger. Ja. Und kommt ja auch darauf an, was du transformierst. Also da gibt es ja ganz viele Unterschiede. Da gibt es ganz tief liegende Dinge, die sehr fest sind, die einfach sehr viel Energie brauchen, um die Transformation zu vollziehen. Und dann gibt es Energien, die nicht so fest sind in dir, wo der Prozess schneller vorangeht. Aber wichtig ist, dass man das nicht aus dem Auge verliert, wie gut das uns tut, auch wenn es unangenehm ist. Und man oft nicht weiß, was es bedeutet in dem Augenblick.
Ja. Würdest du dann sozusagen, wenn wir ein Gelöbnis auflösen aus Avalon, das auch schon oder die Symptome, die darauf folgen, auch als Lichtkörpersymptom bezeichnen? Auf jeden Fall. Du hast gerade, bevor wir das Interview begonnen haben, gesagt, dass allein schon das Bewusstwerden von den Gelöbnissen, dass man in Atlantis und Avalon Gelöbnisse abgelegt hat oder noch etwas aus diesen Inkarnationen trägt in sich heute, das Bewusstsein davon schon ein Auflösungsprozess ist? Ja. Also wenn du dir bewusst bist, das ist ja immer so im Leben. Also wenn du dir um eine Situation oder um eine Begebenheit bewusst wirst, dann fängst du an, etwas aufzulösen. Und genauso ist es mit Avalon und Atlantis und Lemurien und so weiter und so fort. Habe ich jetzt gefragt, wollte der Kommentar heute Morgen, das war einer der Kommentare, was kann ich jetzt noch tun, um was aufzulösen? Also heute habe ich noch nicht in den Kommentaren gelesen. Es ist ja noch ziemlich früh heute bei uns. Ja. Was kann man da noch tun? Da müsst ihr ein bisschen drüber nachdenken. Das letzte Mal hast du ja gesagt, dass man eigentlich immer die geistige Welt mit einbinden sollte. Ja, aber manchmal ist es halt einfach so, also ich finde sowieso grundsätzlich, man sollte immer die geistige Welt mit einbinden, weil die einfach, dieses Bewusstsein ist so viel höher, als wir es sind und somit auch energetisch so viel intelligenter und die wissen einfach, was sie tun. Und vor allen Dingen, also auch wenn es die Menschen nicht so gern hören, ja, sie sind neutral uns gegenüber im Sinne von, mit dieser Neutralität kann man am besten wirken. Wir bewerten ja so viel. Also wir sind ständig und immer in unserer Bewertung drinne. Und das ist nicht gut. Also das ist für den Prozess der Auflösung ist die Bewertung fehl am Platz. Und die geistige Welt bewertet es nicht. Okay, noch eine konkrete Frage. Jetzt ist zweimal im Jahr bei dir das Crying Festival, du hast es gerade erwähnt. Und ich persönlich jetzt habe meine heftigsten Lichtkörpersymptome tatsächlich beim Festival, ne? Ja. Die Tage danach und so. Was würdest du denn den Menschen oder Teilnehmern in dem Fall oder auch vielleicht generell in anderen Fällen, wo viel Energie übertragen wird, empfehlen, damit die Lichtkörpersymptome etwas erträglicher werden? Also wirklich wichtig und deswegen sage ich es auch so oft bei den Abenden und beim Festival ist das Erden. Wenn du dir das im Lichtkörper anschaust, wenn eine Energie übertragen wird, dann braucht sie eine Anbindung und die Anbindung nennt man auch Erdung. Und wenn eine Energie in die Erdung geht, dann ist es in der Regel auch so, dass kein Lichtkörpersymptom entsteht oder sehr viel Energie, die aufgenommen wird und übrig bleibt, sozusagen abfließen kann. Aber ich arbeite ja noch 4 Tage nach dem Festival und schaue mir das Kollektiv hier an und sehe es. Und wenn irgendetwas, wenn ich sehe, da ist jetzt zu viel Energie oder das kann nicht abfließen, dann mache ich das. Also das gehört zu meiner Arbeit zum Festival dazu. Gibt es denn Menschen, die weniger Lichtkörpersymptome haben als andere im spirituellen Bereich jetzt? Ja, gibt's schon. Also wie gesagt, es kommt ja auch immer drauf an, was drunter liegt, was du in deinen 1000-fachen Inkarnationen und auch in der Jetztzeit natürlich, was du an Muster gebildet hast, die dir nicht mehr dienlich sind. Um das geht's ja. Und dann geht's aber auch um die Neuausrichtung. Also dass eine Zelle und der Körper und also die Ebenen einfach in uns sich ausrichten, immer mehr auf die Wirklichkeit und auf die Neuzeit. Und ich glaube, dann kommt es noch drauf an, wie es halt im Leben mit der Körperlichkeit so ist. Manche sind empfindlicher, sensitiver und manche halt weniger. Also es gibt Menschen, die haben Kopfschmerzen und müssen den ganzen Tag im Bett liegen und es gibt Menschen, die haben Kopfschmerzen und sagen, ja, habe ich halt Kopfschmerzen. Also das sind die Menschen auch unterschiedlich. Aber wichtig ist, bei Lichtkörpersymptomen hilft kein einziges Medikament. Also Kopfschmerzen, Lichtkörpersymptome helfen keine Kopfschmerztabletten? Nein, helfen nicht. Also da werden dann eher, was da vielleicht noch helfen würde, werden Kräuter, Tees und so, aber letztendlich eigentlich auch nicht so wirklich. Ein Lichtkörpersymptom ist einfach ein Lichtkörpersymptom.
Genau, was aber nicht heißen soll, dass wenn jetzt jemand seine Kopfschmerzen nicht wegkriegt von den Schmerztabletten, dass das dann unbedingt ein Lichtkörpersymptom sein muss. Es könnte auch wieder was anderes sein. Ja, deswegen ist ja so wichtig, also mir jetzt persönlich wichtig, dass die Menschen das alles natürlich abklären lassen. Genau. Das vom Arzt, das ist schon wichtig. Ja. Und also das ist diese Ausschlussdiagnostik, die man so macht, und was dann übrig bleibt, sind dann in der Regel Lichtkörpersymptome. Aber ich kann es jetzt von mir sagen oder von meinem Umfeld. Es ist ja nicht so, nur weil ich das Medium bin, habe ich keine Lichtkörpersymptome. Ja. Gehe jeden Tag in der Früh spazieren. Und manchmal ist es bei mir auch so, dass ich einfach wie auf Watte gehe. So das Gefühl habe, ich berühre den Boden gar nicht. Also so ganz komisch. Und ich weiß halt, was ich da machen muss. Ich erde mich und lasse die Energie abfließen und dann ist es weg. Was ist das, wenn du dich wie auf Watte fühlst? Dass ich sehr viel Energie aufgenommen habe und sie halt vielleicht noch nicht richtig verteilt ist oder noch nicht so abgeflossen ist, wie sie sollte. Also der Rest der Energie, das ist ja auch ein wichtiger Prozess. Das ist ein wichtiger Prozess, der sich immer wiederholt. Du nimmst auf, du verteilst, du dehnst dich aus und gibst es den Erdenbewusstsein ab. Also der Rest. Also das ist praktisch ein energetischer Kreislauf, der sich stetig wiederholt. Anders geht es gar nicht. Gut. Ist denn bei dem Thema Lichtkörpersymptome noch etwas, was man vielleicht noch etwas tiefer beleuchten sollte? Also mir hilft es sehr und Heiko auch. Dieses Wissen, dass es uns gut tut, auch wenn es unangenehm ist. Und ich finde, wenn man weiß, dass irgendetwas gut tut, dann kann man es auch besser aushalten. Und umso mehr ich es zulasse, umso schneller ist es weg. Also ich möchte jetzt nicht so viel vom Festival reden, gell? Ich möchte jetzt nicht, dass die Menschen denken, ich mache da Werbung. Aber du weißt ja, was beim letzten Festival passiert ist. Das könnte man auch als Lichtkörpersymptom bezeichnen. Die Energien war so stark, die Geschwindigkeit so unglaublich, wo ich mich vorbereitet habe. Ich bekomme ja immer als erstes die Stammenergie übertragen, damit ich überhaupt channeln kann und so weiter. Also es wäre jetzt wieder ein eigener Prozess, den erkläre ich jetzt nicht, aber ich bekomme die Stammenergie und die war so heftig, dass ich gedacht habe, ich wäre ohnmächtig. Mhm. Und das ist natürlich schon auch krass. Du sitzt da vor, weiß ich nicht wie viele Menschen und dann merkst du, okay, das hat sich angefühlt wie beim Walk-in. Und so heftig war das. Ja klar, und man ist nicht für sich allein in dem Augenblick, das ist natürlich nicht besonders förderlich. Naja, man ist der das dann praktisch, wegen dem die Leute kommen, und in dem Augenblick hatte ich wirklich mit dieser Energie auch mit mir selbst zu tun. Und es braucht halt dann ein paar Minuten, bis die richtig verteilt ist und bis ich dann auch wieder bereit bin. Mhm. Aber das passiert mir schon auch. Also das ist jetzt nicht etwas, was ich nicht kenne. Ja, macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Ja, und ansonsten ist einfach das Erden ganz, ganz wichtig. Auch diesen Prozess des Erdens. Dass man einfach versteht, dass verschiedene Aspekte, also die 18 Aspekte sind verschiedenen Ebenen in uns, also den 4 Ebenen zugeordnet. Und je nachdem, deswegen gibt es diese Erdung auf 4 Ebenen. Und wenn du jetzt die nur insgesamt erdest, kann es einfach sein, dass zum Beispiel 3 Aspekte, die der mentalen Ebene zugeordnet sind, nicht geerdet sind. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, dass man auf allen 4 Ebenen erdet. Okay, www.shima.de muss ich die Werbung machen, da ist diese Erdung drauf. Sonst kommen die Fragen wieder in den Kommentaren. Ja, aber das ist ja auch kostenlos. Eben, ist kostenlos. Genau. Schön, Biene. Ich würde sagen, für heute Thema Lichtkörpersymptome. Vielen Dank. Ja, sehr gerne, Winnie. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.